Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, und heute wollen wir uns mal eine sündhaft teure Webkamera anschauen. Und zwar ist das diese hier. Die ist von OBS-Bot oder OBS-Bot, je nachdem. Und der Name der Webcam lautet Tiny 4K. Und wie man schon aus den 4K herausnehmen kann, also 4K-Aufzeichnungen sind mit dieser Webcam hier möglich. Gibt noch viel mehr Dinge, die diese Kamera hier kann, zum Beispiel Gestensteuerung, kann angeblich gut mit Lowlight umgehen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir packen jetzt die Kamera hier aus und dann schauen wir uns nochmal die Spezifikation genauer an und wir testen sie natürlich. Also kommt mit rüber und ich sage, auf geht's! Dann wollen wir sie mal aus der Verpackung holen. Ich habe das hier schon mal geöffnet, damit das nicht so lange dauert. Jo, erstmal Verpackung kaputt gemacht. Wunderbar. Und den Deckel öffnen. Nice eingepackt, muss man schon mal lassen. Also für das Geld erwarte ich so ziemlich viel von dieser Kamera. Und ja, hier haben wir ein Etui mit Lesestoff, auch in der deutschen Sprache, und noch was auf Chinesisch und ein paar Notizen hier. Mal 180p mit 60 fps und 4K sind dann mit 30 fps, also Bilder die Sekunde. Und jetzt holen wir das mal raus. Und was ich hier echt nice finde, ist, dass die Kamera hier in so einen tollen Etui hier kommt und nice eingepackt ist. Übrigens, ne, das Gewicht, also das ist schon ordentlich. Also vom Gewicht her könnte man sagen, das ist nichts Billiges. Okay, da haben wir noch ein bisschen mehr Zubehör. Wir haben hier noch ein USB-C Kabel, USB-C auf USB-C. Und wir haben hier noch ein Stromkabel, normal USB auf hier so einen kleinen Nippus hier. Und das war es auch, glaube ich, gewesen. Das ist noch... Oh, hier haben wir noch einen Adapter von USB-C auf normal USB. Falls man jetzt einen Computer besitzt, der keinen USB-C-Anschluss besitzt, soll es ja noch geben. Dann haben wir hier noch eine Halterung, die man so schön an den Monitor klippen kann. Das gucken wir uns dann auch nochmal an. Und einen Magneten. Und zum Schluss natürlich die Kamera selbst. Wie gesagt, die hat hier Motion Tracking mit an Bord. Das heißt, ihr könnt euch im Raum frei bewegen und die Kamera folgt euch. Und ja, die hat schon echt Gewicht hier. Dann haben wir hinten den Stromanschluss und natürlich den USB-C-Port. Und hier auf der Vorderseite werden dann die ganzen Sensoren sitzen, damit der Tracking-Modus funktioniert und ja, die Gestensteuerung. Da bin ich schon echt sehr gespannt. Und ihr seht schon hier, ne? Auf der Unterseite übrigens haben wir hier noch einen Standard-Schraubverschluss für Stative, was auch nicht schlecht ist. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier vorne mal die Folie ab und dann werden wir die erstmal installieren. Bevor ich die jetzt installiere, noch ein paar Spezifikationen. Im Übrigen, das Gewicht beträgt hier 147 Gramm bei dieser Kamera. Und wie ich schon öfters erwähnt habe, 4K mit 30 fps, 180p mit 60 fps kann die aufzeichnen. Das heißt im Pixel bei 4K 3840 mit 2160 und die 1080p ist ja klar 1920 x 1080. Dann haben wir noch nur HD-Aufnahmen mit 1280 x 720 und nochmal eine SD mit 640 x 360. Wir haben hier einen Autofokus an Bord, kann natürlich auch manuell eingestellt werden. HDR. Zudem besitzt diese Kamera hier noch ein
vierfach digital Zoom, ein Sleep-Modus, Autofokus hatte ich erwähnt, HDR hatte ich auch schon erwähnt, Auto-Tracking habe ich schon erwähnt, Gestensteuerung habe ich auch schon erwähnt. Jo, also ich bin echt gespannt. Soll auch ganz gut mit Lowlight-Situationen zurechtkommen, sodass man sich nicht groß Gedanken machen muss über ja, die Lichtverhältnisse. Und da bin ich schon echt gespannt. Aber jetzt wollen wir mal installieren. So, mein Computer hatte hier schon angezeigt, dass er die Webcam gefunden hat. Und wir sehen ja auch schon ein grünes Licht leuchten, also die wäre einsatzbereit. Und da bin ich mal gespannt, was wir jetzt noch alles dazu brauchen. Bevor wir die Kamera jetzt richtig testen können, müssen wir uns jetzt noch von der Webseite obsbot.com unter Downloads noch für verschiedene Einstellungen eine Software runterladen. Und zwar dies hier gibt es für Mac OS und für Windows. Im Übrigen soll die Kamera auch mit Linux betrieben werden können. Wir nehmen jetzt Windows und lädt runter. Dauert ein bisschen. Okay, haben wir runtergeladen. Im Übrigen sehe ich hier auch schon ein Firmware-Update, aber wir installieren jetzt erstmal dies hier. Jo, die Lizenzvereinbarung. Jo, wir können ja gleich starten lassen. So, willkommen hier. Wir schauen mal, ob wir jetzt hier schon was machen können. Wenn ich da auf das Steuerkreuz gehe, da kann ich den Gimbal bewegen. Ich hoffe, bei dem schlechten Licht hier kann man das sehen. Hoch, runter, in die Mitte fahren, links und rechts drehen. Perfekt. Okay, Gimbal zurücksetzen. Jo, wieder zentriert. Zoomen, digital. Ja, wenn wir jetzt noch ein Bild hätten, wäre das gar nicht mal schlecht. Deswegen werden wir jetzt mal hier Kamera öffnen und wir suchen uns mal eins aus. Übrigens, das hier ist jetzt das Bild von der Webcam hier. Die ist ja eigentlich ja nicht schlecht, aber kommt mit diesen extremen Lichtverhältnissen, die ich hier oben habe, nicht ganz so zurecht. Jetzt haben wir natürlich von hinten noch die Softbox und ihr seht, da kommt die Kamera gar nicht zurecht. Jetzt bin ich mal gespannt, indem wir jetzt hier die Kamera wechseln. Okay, das ist die Tiny-Kamera. Und hier, ich werde schon gezeigt, also das Bild sieht schon auf alle Fälle besser aus. Gar nicht mal so schlecht. Wir gucken mal, was wir hier noch einstellen können. Beziehungsweise was wir jetzt hier noch mit dem Programm einstellen können. Okay, wir gehen mal auf Einstellungen. Automatischer Schlaf, Verfolgungsmodus Standard, Kameraeinstellung, Bildschirmmodus Landschaft, okay. Porträt. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Firmware-Aktualisierung machen. Sprache ist auf Deutsch eingestellt, wunderbar. Globale Tasten, Fernbedienung haben wir nicht. Geräuschreduzierung, das ist ja auch nett. Das gibt es alles dann halt mit dem Firmware-Update. Ich glaube, wir werden das gleich mal runterladen hier. Zack. Download. Oh, das sind 85 Megabyte, das könnte ein bisschen dauern. In Ordnung, wir haben jetzt das Firmware-Update runtergeladen. Ist eine Bin-Datei. Jetzt wäre es natürlich noch interessant, wie wir die jetzt auf die Kamera kriegen. Vielleicht damit.
Ich meine, vielleicht damit. Ach, sowas Blödes. Hier ist doch Firmware-Update. Steht da hier. Handbuch, Einstellungen zurücksetzen. Gehen wir mal hier drauf. Und da ist die Datei. Und wir öffnen die. Okay, dann schließen wir mal jetzt. Also wir müssen jetzt alles schließen, wo die Kamera gerade verwendet wird. Und zwar schließen wir dann jetzt mal Foto. Trennen Sie das Gerät während des Updates nicht vom Stromnetz, sonst stürzt das Gerät ab. Okay. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Anwendungen schließen, die Tiny während des Updates verwenden könnten. Okay, haben wir alles gemacht. Die LEDs blinken jetzt. Also da tut sich was. So, gleich fertig. Upgrade erfolgreich. Gut. So, da können wir also jetzt noch ein bisschen mehr machen hier. Zum Beispiel Portrait. Wir holen jetzt nochmal die Kamera hier. Okay, schauen wir mal, was wir jetzt hier machen. Geräuschreduzierung ist an, das ist top. Globale Tastenkombination. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Wir wollten Portrait ausprobieren. Gerät wird nach dem Umschalten des Modus automatisch neu gestartet. Okay, jo. Müssen wir wieder wechseln hier. Achso, die ist noch aus. Die startet gerade. Jetzt ist sie wieder an. Wir müssen wieder umschalten. Okay, das ist der Porträtmodus. Ja, auch nicht schlecht. Um TikToks zu erstellen, das ist ja top. Okay. Nice. Also das Bild, das was ich jetzt hier sehe, ist echt klar. Gar nicht mal so schlecht. Hier gehen wir auf Landschaft und da schaltet er wieder aus. Also nicht wundern, das ist jetzt das Bild von dieser Cam. Von der da. Und der startet gerade wieder neu, deswegen muss ich dann wieder umswitchen. Jo. Also mir gefällt das Bild echt toll. Also bin nicht überbelichtet. Ist alles schön scharf. Okay, wir wollen nochmal auf den Zoom-Faktor gehen. Das ist jetzt also der Zoom-Faktor um 2. Und jetzt um 4. Und das Bild ist immer noch klar. Keine Angst, wir machen dann auch nochmal einen richtigen Test. Wir gehen mal wieder zurück auf 2. Erledigt. Gestensteuerung ist an. Gestensteuerung gesperrtes Ziel ist an. Das Gerät geht automatisch in den Ruhemodus über, nachdem es für angegebene Zeitspanne inaktiv war. 2 Minuten ist okay. Dann geht er also standardmäßig aus. Das bedeutet wiederum, dass sich der Kamerakopf hier nach unten neigt. Und das ist auch das Gute, wenn man die nämlich nicht braucht. Dann geht ihr in den Offline-Modus und keiner kann euch ausspionieren. Das ist top. Wollen wir wieder anschalten. Ja, perfekt. Dann haben wir hier noch verschiedene Bewegungsmodi, wie zum Beispiel hier den Bewegungsmodus. Das heißt, da soll die Kamera den ganzen Körper tracken. Die folgt mir gar nicht. Okay, irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Kamera, oh, hier haben wir sogar noch Kamera. Hier Autofokus, Gesicht, global, okay. Automatische Belichtung, global, Gesicht. Anti-Flimmer ist jetzt hier auf 60 eingestellt. Farbtemperatur auf automatisch, Kontrast auf automatisch, Schärfe kann man, Farbstich, Sättigung kann man noch einstellen. Oh, ja, okay. Wie ist mit mehr Kontrast? Naja. Ich denke mal, wir lassen das mal auf Standard. Ach ja, HDR natürlich. Und ein. Oh, das gefällt mir gar nicht. Da muss man aber ein bisschen runterregeln hier. Ihr habt ja gar nichts gesehen, das ist ja doof. Ne, also ich hatte gerade hier an den Settings gespielt, hatte hier oben HDR angemacht, wo mir das Bild nicht ganz so gefällt. Okay, gut.
KI-Tracking. Oh, aha. So ist das. Müssen wir entsperren. Nice. Nicht schlecht. So, dann wollen wir jetzt mal hier Praxistest machen. Und der Ton kommt jetzt von dem Mikrofon in der Kamera. Ja, wie gesagt, Gestensteuerung, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und bis jetzt werde ich ja verfolgt. Ne? Ja, läuft ganz gut. Wunderbar. Kann man nicht meckern. Ich habe jetzt auch mal eingestellt vierfach Zoom, um per Gesten zu zoomen. Da muss man mit dem Zeigefinger und den Daumen ein L zeichnen und das vor den Sensor halten. Okay. Manchmal reagiert es, manchmal nicht. Das ist jetzt vierfach Zoom. Ja, man sieht es, ist digital, ne? Und wieder zurück. Ne? Okay. Also das hat so ein bisschen, ne? Okay, zur Seite. Das funktioniert einwandfrei, aber das Rauszoomen. Da hat er so seine Schwierigkeiten. Ne, erfasst er nicht ganz. Mach doch mal. Mach mal. Das ist doof. Also, das ist schon mal ein bisschen. Ne? Dann gibt es noch eine andere Geste. Und zwar ist das die Verfolgungs- oder den Tracking-Modus auszustellen und wieder anzustellen. Dazu, ne? Also ich bin ja jetzt getrackt und der folgt mir jetzt hier auch überall hin. Und wenn man jetzt zum Beispiel so macht, ist das Tracking aufgehoben und ich kann mich jetzt hier bewegen, ohne dass die Kamera mitgeht. Und solange ich in dem Sichtfeld bin und dann diesen da mache, kann ich das wieder aktivieren und das ist echt geil und das funktioniert. Einmal Zoom bitte und wieder raus. Auf Entfernung funktioniert das besser, das Zoom, als wie nahe. Ja, perfekt. Aber ob ich jetzt das vierfach Zoom nehmen würde, ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Hallo? Weil man sieht da den digitalen Effekt, den digitalen Zoom-Effekt doch ganz schön. Ja, also ich finde, das passt einwandfrei, oder? Die folgt gut. Ich finde auch, das Bild sieht echt gut aus. Man muss ein bisschen spielen in den Einstellungen. Ich habe jetzt übrigens HDR drin und habe dann in den Einstellungen unter ja, Kameraeinstellung, Moment, habe ich dann bei kompensiert auf minus 0,7 gestellt. Und ich bin jetzt so mit dem Bild echt zufrieden. Die Seite, da ist ein Fenster übrigens, deswegen auch meine Hand hier so beleuchtet. Und das holt die Kamera jetzt hier wieder raus. Und ich hoffe echt, dass der Ton auch vernünftig ist. Da bräuchte man noch nicht mal ein Mikrofon mehr. Aber wir werden sehen. Gut, ich würde sagen, wir wechseln wieder zur Kamera. Also bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, möchte ich die Kamera nochmal an meinen Mac hier anschließen. Mal gucken, wie das da funktioniert. Dazu werde ich jetzt die Kamera hier auf das Stativ schrauben mit dem Gewinde unten. Ist auch ordentlich warm. Und positionieren die. Ich habe auch herausgefunden, dass man wahrscheinlich das Stromkabel gar nicht braucht, sondern dass das USB-C-Kabel völlig ausreicht mit Strom. Außer man benutzt die länger, dann sollte man das doch, sofern, so wie ich das gelesen habe, also benutzen. Und jo, gut, okay. Deswegen werden wir die jetzt hier mal
anschließen. Also einfach über den USB-C. Und Action. Und tada, da leuchtet auch die LED. Wird gerade integriert. Ist auch schon ready. Okay, neue Filmaufnahme. Ich habe jetzt mal diesen QuickTime Player genommen und bin dann auf Ablage gegangen und neue Filmaufnahme. Wir haben jetzt hier die Kamera, die Webkamera von meinem MacBook Air und wechseln jetzt hier zu der Tiny 4K. Oh, das Bild ist ein bisschen dunkler, aber macht nichts. Und das sieht auch echt toll aus. Kann man nicht meckern. Und jetzt werden wir auch hier die Software uns runterladen. OBS-Bot. Wir gehen also wieder auf Downloads. Theoretisch müsste ja auch das Firmware-Update schon drauf sein. Also bräuchten wir nur das hier. macOS. Und jo. Ab in die Applikation. Starten wir das ganze Ding hier mal. Wo finden wir es? Da haben wir es. Gut. Sieht genauso aus. Kamera ist scharf und wir können hier auch wieder die Kamera bewegen. Moment, ich versuche es mal einzufangen. Bewegen wir mal. Jo, funktioniert alles. Wieder Gimbal zurücksetzen. Gehen hier jetzt auch nochmal in die Einstellung und wir gucken mal, ob wir das alles hier haben. Und wir gucken mal auf mehr. Ach, da haben wir es ja. 1241, also die Firmware-Update ist hier dasselbe, ne? Also können wir hier wieder Bewegungsmodus und alles Mögliche machen. Okay, selbe Funktionsumfang, gibt nicht mehr und auch nicht weniger. Läuft also. Wir gehen nochmal hier auf den QuickTime. Wir können nochmal Zoom. Das Zoom macht er nicht. Vielleicht, weil ich das hier in die Software noch einstellen muss. Weil wir hatten das ja nur bei Windows eingestellt. Bitte einmal Tastenkombination. Das Tracking tun wir mal entsperren. Zoom-Faktor nehmen wir. Ja, es hat er eigentlich alles übernommen hier. Wir gehen mal auf 2. Das reicht völlig aus hier. Erledigt. Jo. Funktioniert auch hier einwandfrei. Immer wieder das Theater mit dem Also, man muss da schon ein bisschen weiter weggehen. Jetzt nochmal eine Aufnahme mit der Tiny 4K von OBS-Bot auf dem Mac. Sieht alles ganz gut aus. Zoom bitte. Zweifach Zoom. Top. Wieder zurück. Jo. Stopp. Passt auf. Wir machen mal Gegenlicht an. Ja, dunkelt ab. Bin aber echt gut zu erkennen. Passt. Na. Okay. Jetzt geht's wieder. Ja. Perfekt. Bin schon echt auf die Tonaufnahmen gespannt. Also ich muss schon echt sagen, ist ein nices kleines Ding hier. Auch wenn es sehr teuer ist, also das bewegt sich so um die 300 Euro. Ich glaube, jetzt muss ich lügen, 289 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Amazon oder bei Amazon. Aber, hey, nicht schlecht. Vor allen Dingen das Bild sieht gut aus. Kommt auch definitiv mit meinen schwierigen Lichtverhältnissen hier besser zurecht als wie diese Billig-Webcam da hinten. Und für Leute, die gerne streamen
oder auch für Geschäftsleute, die viel Videokonferenzen halten, wo vielleicht sogar so ein bewegter Tracker sinnvoll ist, wenn die, was weiß ich, von dem Whiteboard zum Tisch wechseln oder sowas, keine Ahnung, ist das eigentlich echt nice. Also ich kann diese Kamera hier definitiv empfehlen. Und wer Bock hat, diese Webcam hier sich jetzt auch anzuschaffen, da habe ich einen Link, der euch zu Amazon führt, gesetzt und ja, holt sie euch doch. Im Übrigen gibt es diese Cam hier auch nur in einer Variante ohne 4K. Allerdings müsst ihr da auf so einiges verzichten, wie glaube ich den Zoom und den Aktiv-Tracking. Das gibt es, soweit ich das sehen konnte, nur bei der 4K-Variante. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch hier durch mit dem Video. Und wenn ihr dieses Video informativ fandet, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten sage ich, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!